Hallo Freunde, wir sind hier gerade im Let us Kew take Toby Gardens. to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Es hätte viel besser funktioniert, wenn Holmes sich auch sofort angefangen hätte zu quatschen, aber kann ja Search, sowas, Toby. Search. kann ja sowas vorher nicht wissen. So, Search Toby. Wir searchen jetzt. Wow. Oh, doch nicht wow. Der Hund hat mittlerweile gelernt, die Türen selbst aufzumachen. Wundert hier auch keinen, dass hier gerade so ein Hund rumläuft. Ach, was? Kein Wunder, dass wir auf dieses Stückchen Wiese konnten. Wenn wir hier irgendwas zu finden haben. Aha. Also, Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. also hat ja wohl, egal was es ist, hat ja wohl eher dann der möchte gern Stellvertreter da was mit zu tun, weil wenn der hier seine Sachen versteckt. Andererseits hat der Junge ja die Schlüssel für alles. Also, naja. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Ach, hat er Gift aus den Raupen geholt? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ja, interessant. Egal, stellen wir dem Typen hier mal Fragen. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Noch nie eine größere Lüge gehört. Alberts Hoffnung. Ja, alles andere ist völliger Müll. Also ich finde die Beweise, die sind echt hier immer sehr eindeutig verteilt. Das könnte ein bisschen schwieriger sein. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Haben wir die Stimme von Thank dem you, young eigentlich schon man. mal... Oh, We shall see you again soon. das glaubt mal. Die Stimme von dem haben wir doch schon mal in einem anderen Fall gehört. Kann das sein, oder? Kommt mir jetzt gerade nur so vor. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Du Spacko, Alter, alle am Lügen hier. Ja. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Ja, das war ja dann noch okay. Also eigentlich nicht, aber naja, besser als wenn gar keiner den Ruhm bekommt. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Jo. Der Typ lügt am meisten auf jeden Fall. Da. It is strange, because I recovered a fragment of the bust,
inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Solange sie in Thank you, deinem, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. solange sie in seinem Raum stehen, auf jeden Fall. Oh. Tödliche Pflanze gestohlen. Könnte mit beiden. Ich markiere das jetzt mal mit allem, auch wenn das jetzt nicht so viel Sinn macht. Hamish's Wut. Der neue Direktor. Ja. Ja, er hatte ein Motiv. So. Alberts Ambitionen und die Demütigung passen auch zusammen. Er hatte ein Motiv für den Mord. Also beide hatten ein Motiv. Ja gut, klar, das, was wir schon vorher wussten. Der eine, weil der Typ ein selbstsüchtiger oder er hat auf jeden Fall den Ruhm eingeheimst und er hat in den Augen dieses Hamishs kein Recht, ein Direktor gewesen zu sein, oder er war auf jeden Fall ein Spasti, so in Kurzform. Und Albert, weil er gar nicht hier arbeiten wollte, sondern gezwungen wurde. Als Kurzform. Okay. So, das ist bisher am kompliziertesten. Es gab noch nicht eine Verbindung. Was können wir denn noch rausfinden? Ach, guck mal. Analysieren. Erfragen? Ach, scheiße. Wir müssen zur göttlichen Gesellschaft. Wir hätten If I go there, Toby will wait for me in the cab. ja, das ist für mich ist das okay. Hier haben wir hoffentlich ein bisschen Wasser und Futter dabei. Und die Herleitung hätte ich jetzt auch machen können, was ein bisschen dumm war im Nachhinein, weil jetzt hier so sinnlos rumzusitzen und zu warten ist jetzt ist nicht das Ziel, das ist nicht das Gelbe vom Ei, weißt du? Eher so das durchsichtige, klare, das, was man für Sahne, nee, nicht Sahne, was erzähle ich da? Eischnee nimmt. Eischnee schlagen. Lange nicht gemacht. So. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Ja, das Symbol, ne? Oder, Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. also sind es 2 Verbrechen in Well, einem. we will leave you to your meditation. Wow. Die göttliche Gesellschaft stahl nach der Ausstellung alle Pflanzen bis auf die tödlichen. Stahl alle Pflanzen, auch die tödlichen. Sie könnte sie eingesetzt haben. Also ich glaube nicht, dass die einen Grund haben, den zu ermorden. Andererseits glaube ich, dass sie alle gestohlen haben, aber teilweise die Diebstahl wähle ich dann erstmal aus. Was? Warum kann man die tödlichen Pflanzen denn nicht mit der Vergiftung in Verbindung bringen? Wie sinnlos. Naja. Ach, das hätte ich mal wieder im Auto machen können. Im Dings. Aber egal. Achso, wo laufe ich überhaupt hin?
Man kann die Schnellreise von überall ist das Beste. So. Bringen wir den Hund mal zurück, damit er uns nicht jedes Mal sagt, dass der Hund in der Kutsche warten muss. Und dann analysieren wir mal diese komischen Dingsbums da. Weil, sagen wir mal so. Obwohl, wenn die Raupen irgendwas mit dem Gift zu tun haben, die Raupen waren halt in dem göttlichen, ihr wisst schon, in dem göttlichen Dingsbums da zu finden. Aber die waren auf dem Schreibtisch von diesem Hamish. Also werden beide involviert. Ich glaube aber nicht, dass die göttliche Gesellschaft den alleine umgebracht hat. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Okay. Okay, so, das war natürlich alles klar. Also, das ist realistisch. So viel haben wir da rausgenommen. Mhm. A colorless, water-based liquid. Ja. Inhalieren. Quite a strong floral aroma. Also das, was der Typ auch, die Leiche auch hatte. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Dann wird es giftig wahrscheinlich. Ja, so wie das Zeug in Batman Begins. Ich habe den Film gestern geschaut. Super Film, kann ich jedem empfehlen. Falls ihr Batman Begins nicht kennt, also es gibt hoffentlich niemanden, der den nicht kennt. So. Und jetzt füllt sich der Raum gleich mit Gift. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a... Ah ja, okay, Pipette, die man natürlich zwischendurch nicht sauber gemacht hat, ganz klar. Hä? Ach so, da rein. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Ich habe noch nie eine uninteressantere Antwort auf solche Experimente gehört. Das hilft uns doch überhaupt nicht weiter. Klar haben die mit Dünger experimentiert. Das ist ja auch ein Labor von einem Garten. Naja, verdächtige Zutaten. Ja, okay, ich habe das... Ach so, was? Tödlichen Pflanzen? Ach so, Ach so, jetzt sollen wir gleich nochmal ein Experiment machen. Klar, mache ich gerne. Besser als das letzte wird es auf jeden Fall werden. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Immer noch keine Ahnung, was das mit Raupen auf sich haben soll. Gegenstand benötigt. According to the deadly plants information, in order... Haben wir doch dabei. Wir haben doch Raupen, haben wir doch. Hä? Ich check das nicht. Wo müssen wir denn hin? Zur göttlichen Gesellschaft? Ich gehe nochmal in das Gebäude da rein und gucke, ob hinten in diesem heiligen Drogenraum irgendwas ist, was wir jetzt machen können. Oder ob wir die Raupen doch nicht mitgenommen haben. Die haben wir doch mitgenommen. Wir haben die doch da in unserem, hier.
Das war doch das Inventar. Ich hoffe, das war das Inventar. Die First-Person-View übrigens, die ich seit ein paar Folgen benutze, die finde ich echt mittlerweile deutlich besser als die Third-Person. Das kommt mir jetzt schon viel eher so vor, als wäre ich Holmes. Sherlock Holmes. So. Ach. Jetzt stand hier untersuchen. Jetzt stand hier schon was anderes. Ach. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Na super. Alles für nichts. Also hätte ich auch gleich mitnehmen können, theoretisch, aber das wollte man wohl noch nicht. Gibt's noch was zum Herleiten? Nee. Das zeigt das Spiel aber auch immer oben rechts an, glaube ich, wenn man irgendwie sowas findet. So. Jetzt wird kombiniert und danach schmecken wir natürlich erstmal wieder alles, weil das würde ich auch als allererstes machen, wenn ich irgendwas potenziell Giftiges in der Hand halte. Erstmal in den Mund nehmen. Ich würde es ja eher Watson geben. One of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Ach, jetzt haben wir eine von diesen hübschen Masken auf. Das würde ich viel lieber sehen. Naja. Ach so. Ach so. Was? Nein. It appears to open after being soaked with alkaloid. Und das? Das schließt sich? This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Okay. Interessante, aber die hier ist dann wohl am ehesten... Nein. Ach, da, zurücklegen, Dreieck. So, Raupen. Ach. Ach, guck mal, aber die mittlere... It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Was heißt denn greater extent? Egal, nochmal was reingießen, komm. Das ist genau meine Art von Experiment. Einfach irgendwas machen. It appears to open after being... Ja, ja. So, und jetzt? It closed again. I believe I saw a small cloud. I wonder what secret... Ja, okay, was? Nadel? No reaction. Öffnen wir das erstmal nochmal wieder. It appears... Kann ich die jetzt pieksen? Ach, guck mal. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we add... Okay. Womit kann man den noch zusetzen? Erstmal wieder aufmachen. Die Pflanze, die wird einfach so... Die wird so penetriert gerade von uns. 20 Mal was It reingießen. appeared... This is a strange... Nehmen. Ach so, ja, ich kann natürlich die hier mal nehmen. Und hier mit der hier vertauschen. Und die vertausche ich dann so. Ach, warte mal, ich probiere auch erstmal, was passiert, wenn man das hier nochmal reingießt. No reaction. Und jetzt klaut die fleischfressende Pflanze ja auch This nichts mehr. plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Was? This plant seems... This plant... Was? Hä? Hä? Toxic gas with spores. Extraordinary. Wie ist das denn passiert? Muss man die einfach nur beschießen?
Hätte ich auch mit einer Pistole drauf schießen können auf die The Pflanze. plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Ja, aber gerne doch. Tödliche Präzision Vorbereitung stellt einen komplexen Vorgang. Ja. Okay. Die göttliche Gesellschaft ließ die tödlichen Pflanzen, um mit ihnen den Typen später zu ermorden. Oder jemand stahl die tödlichen Pflanzen, bevor die... Ah ja, ich würde sagen, jemand stahl die Pflanzen, bevor die Sekte das gemacht hat, weil ich habe das Gefühl, das sind zwei unabhängige Verbrechen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sekte die Pflanzen gestohlen hat. Ne, als Rache stehlen die Pflanzen plus ein paar mehr. Und du bringst den Typen dann um, Alter. Das ist ziemlich unrealistisch, weil... Also... Gut, ist eine Sekte, ne? Man weiß ja nie so genau. Aber der wirkte nicht so, als ob der... ja, jemanden umbringen will. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly, I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Er war also zu spät. Sehr verdächtig. Hallo, haben Sie Ihren Vater umgebracht? Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spend so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Widerspricht sich das? Hat der eine nicht gesagt, dass die mehrmals zu Albert gegangen sind? And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Man muss die Pflanzen ja stimulieren, aber um die zu stimulieren, muss man direkt neben den Pflanzen stehen, wie wir gesehen haben. Denke ich zumindest. Und nur weil sein Büro da vorne sein Büro, mit einer gewissen Aussicht, ja, hier, mit so einer Aussicht auf den... We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Genau so. Nur mit der Aussicht wird man ja eigentlich nicht glücklich. Da kann man ja nicht aus der Ferne jemanden umbringen. Ist also jetzt noch nicht verdächtiger als, sagen wir mal, alle anderen. So, was hat denn die Frau zu sagen? Ist sie überhaupt noch hier? Ja. Aber was hat die für einen Grund, den umzubringen? Ne? Ich meine, die hätte Geld von ihm bekommen. Oder nicht mehr? Habe ich das vergessen wieder? Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning.
Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Ja, das hat sie ja, die Aufzeichnung haben wir ja gehört. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Oh, was? Hä? Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Was? Wofür? Wofür? Warum ist hier wieder diese seltsame Musik? Aus dem Raum fliehen? Ach. Wir können eine völlig andere Sequenz, was? Okay, das müssen wir morgen machen. Nach euren Bewertungen, die ich als besonders wichtig empfinde für die Lösung dieses Falles, weil nur mit Bewertungen lässt sich eine erfolgreiche Rekonstruktion dieser Bewegungsabläufe vollziehen und ich würde sagen, das machen wir dann direkt morgen.